Hallo ihr Lieben, heute gibt es so ein leckeres Kaiserschmarrn-Rezept von mir in einer Herbstvariante mit leckeren karamellisierten Bratäpfeln. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Erst die Äpfel entkernen und dann klein würfeln. Nach Wunsch kannst du die Äpfel auch noch schälen. Dann die Äpfel in die Pfanne geben mit Wasser, Pumpkin Spice und Zucker und bei mittlerer Hitze karamellisieren lassen und weich werden lassen. Für den Kaiserschmarrn erst die Eier trennen, den Eiweiß zur Seite lassen, den Eigelb mit Zucker, Vanille, eine kleine Prise Salz und Pumpkin Spice kurz mixen. Dann Mehl mit Backpulver mixen und etwa ein Drittel durch den Sieb in das Teig geben. Dann kurz vermischen und etwas Milch dazugeben und weiter rühren und so weiter, bis du das ganze Mehl und Milch dazugegeben hast. Dann noch den Sprudelwasser dazugeben und auch gut vermischen. Jetzt werde ich noch den Eiweiß steif schlagen und hier kurz den Test machen. Es ist schön steif geworden. Jetzt werde ich dann den Eiweiß auch noch zu meinem Teig geben. Ist ungefähr Hälfte und so vorsichtig den Eiweiß in das Teig mischen. Dann gebe ich noch den Rest dazu und weiter mixen, bis alles schön gemixt ist. Hälfte von Butter schmelzen lassen und Hälfte von Teig in die Pfanne geben. Dann bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten braten lassen. Danach den Kaiserschmarrn oder den Pfannkuchen, wie auch immer man den auf dieser Stelle nennt, vierteln und wenden. Danach gebe ich noch den Rest von Butter dazu, lasse es etwas schmelzen und lasse die Stücke auch von anderer Seite etwas anbraten. Danach werde ich die Stücke noch zerkleinern und weiter braten, bis die auch von anderer Seite schön golden geworden sind. Den Kaiserschmarrn warm mit etwas Puderzucker und den Bratäpfeln servieren. Lass es dir schmecken. Der Kaiserschmarrn ist ganz einfach und schnell zubereitet und die Äpfel auch. Es duftet mega lecker. Ich könnte mir noch dazu vorstellen eine Vanillesoße. Und wenn du auf der Suche für ein Rezept für hausgemachte Vanillesoße bist, dann werde ich dir hier mein Rezept verlinken. Natürlich kannst du den Kaiserschmarrn auch so servieren, einfach mit den Bratäpfeln oder mit einer Kugel Vanilleeis noch dazu. Ich werde es heute einfach so mit den Äpfeln servieren. Mich hat dieses Rezept ganz schön nervös gemacht, weil der Kaiserschmarrn ein Klassiker ist und ich wollte, dass es schön wird und gut klappt. Der Kaiserschmarrn ist wirklich lecker geworden. Es duftet nach diese leckere Gewürze und es ist auch schön fluffig geworden. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, dass dir mein Rezept auch gefallen hat und wenn ja, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.